Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Tag 5 unserer Deutsch-Shadowing-Serie. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wenn ihr die ersten 4 Tage noch nicht gesehen habt, schaut sie euch später unbedingt an. Denn jede Lektion baut Schritt für Schritt auf der vorherigen auf. Heute sprechen wir über Familie und Freunde. Das sind Themen, über die wir fast jeden Tag sprechen. Wenn ihr neue Menschen kennenlernt. Natürlich fragen sie euch oft nach eurer Familie. Oder Sie möchten wissen, ob ihr Geschwister habt. Vielleicht fragen sie auch nach euren Freunden. Oder danach, was ihr gemeinsam gern macht. Deshalb lernt ihr heute viele wichtige Wörter. Und natürliche Sätze für echte Gespräche. Ihr werdet über eure Eltern sprechen können. Über eure Geschwister. Über eure Freunde. Und über gemeinsame Hobbys. Außerdem lernt wir, Wie man Menschen beschreibt. Zum Beispiel ihr Alter. Ihren Beruf. Oder ihren Charakter. Diese Wörter braucht ihr im Alltag sehr oft. Im Sprachkurs. Bei der Arbeit. Oder wenn ihr neue Freunde kennenlernt. wie immer gilt, hört zuerst aufmerksam zu. Dann sprecht laut Mach. Versucht den Rhythmus Die Aussprache. Und die Betonung nachzuahmen. Macht euch keine Sorgen über Fehler. Jeder Satz bringt euch ein Stück weiter. Mit jedem Tag werdet ihr sicherer. Und ihr werdet merken, dass Deutsch immer natürlicher klingt. Dann beginnen wir jetzt. Mit unserem ersten Gespräch über Familie und Freunde. Hast du eine große Familie? Ja, ich habe eine ziemlich große Familie. Erzähl mir etwas darüber. Natürlich. Ich habe 2 Brüder und eine Schwester. Wirklich? Das ist schön. Ja, wir verstehen uns sehr gut. Lebt ihr alle zusammen? Nein. Natürlich. Meine Brüder wohnen in einer anderen Stadt. Und deine Schwester? Sie wohnt ganz in meiner Nähe. Dann könnt ihr euch oft sehen. Ja. Natürlich. Wir treffen uns fast jedes Wochenende. Wie heißen deine Eltern? Mein Vater heißt Michael. Meine Mutter heißt Anna. Das sind schöne Namen. Danke. Hast du auch Großeltern? Natürlich. Meine Großeltern leben auf dem Land. Besuchst du sie oft? Ja. Mindestens einmal im Monat. Das freut sie bestimmt. Ja, sehr. Und hast du Cousinen oder Cousinen? Ja. Natürlich. Ich habe viele Cousins und Cousinen. Dann gibt es bestimmt große Familienfeiern. Oh ja. Besonders an Weihnachten. Das klingt gemütlich. Alle essen zusammen. Reden viel. Und lachen miteinander. Das gefällt mir. Verbringst du gern Zeit mit deiner Familie? Ja. Natürlich, meine Familie ist mir sehr wichtig. Das geht mir genauso. Und wie ist deine Familie? Meine Familie ist etwas kleiner. Ich habe eine Schwester. Versteht ihr euch gut? Ja. Wir telefonieren fast jeden Tag. Das ist schön. Natürlich, Familie gibt einem immer ein gutes Gefühl. Genau. Familie bedeutet Liebe, Vertrauen und Zusammenhalt. Darf ich dich etwas fragen? Natürlich.
Wie viele Personen gibt es in deiner Familie? Natürlich, wir sind 5 Personen. Das ist eine große Familie. Ja, und wir verstehen uns sehr gut. Erzähl mir etwas über deinen Vater. Natürlich, mein Vater heißt Michael. Er ist 56 Jahre alt. Was macht er beruflich? Natürlich, er arbeitet als Ingenieur. Das klingt interessant. Ja, er liebt seinen Beruf. Wie würdest du ihn beschreiben? Er ist freundlich, hilfsbereit und sehr geduldig. Das sind schöne Eigenschaften. Ja, ich kann immer mit ihm sprechen. Und deine Mutter? Meine Mutter heißt Anna. Sie ist 53 Jahre alt. Arbeitet sie auch? Ja. Sie ist Lehrerin. Bestimmt erklärt sie alles sehr gut. Ja, sogar zu Hause. Wie ist Ihre Persönlichkeit? Natürlich, sie ist ruhig, liebevoll und organisiert. Das hört sich wunderbar an. Ja, sie kümmert sich immer um alle. Hast du Geschwister? Natürlich. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Neugierig? Ist dein Bruder älter oder jünger? Er ist älter als mich. Was macht er? Natürlich, er studiert Informatik. Gefällt ihm das Studium? Ja, sehr. Und deine Schwester? Sie geht noch zur Schule. Wie alt ist sie? Sie ist 16 Jahre alt. Versteht ihr euch gut? Ja, meistens. Manchmal streiten wir ein bisschen. Aber das ist normal. Genau. Das gehört zu jeder Familie. Ganz genau. Was macht ihr gern zusammen? Natürlich, wir essen gemeinsam zu Abend Sehen Filme. oder spielen Gesellschaftsspiel. Das klingt nach einer glücklichen Familie. Ja. Ich bin sehr froh, Sie zu haben. Hast du viele Freunde? Ja, ich habe einige sehr gute Freunde. Wie lange kennt ihr euch schon? Manche kenne ich seit der Schule. Das ist eine lange Zeit. Ja, wir haben viele schöne Erinnerungen zusammen. Trefft ihr euch oft? Ja, meistens am Wochenende. Was macht ihr dann? Natürlich, wir gehen oft zusammen ins Café. Oder wir essen gemeinsam zu Abend. Das klingt gemütlich. Ja, wir reden stundenlang. Worüber sprecht ihr meistens? Über unseren Alltag, über Reisen, über die Arbeit. Und manchmal über lustige Geschichten. Mit guten Freunden wird es nie langweilig. Ganz genau. Habt ihr gemeinsame Hobbys? Ja. Wir spielen gern Brettspiele. Außerdem gehen wir oft spazieren. Macht ihr auch Sport zusammen? Ja, manchmal fahren wir Fahrrad. Das macht bestimmt Spaß. Ja, besonders bei schönem Wetter. Hört ihr auch zusammen Musik? Jeder zeigt seine Lieblingslieder. Dann entdeckt man bestimmt viel neue Musik. Genau. Das gefällt mir besonders. Hast du einen besten Freund? Ja. Mein bester Freund heißt Daniel. Wie würdest du ihn beschreiben? Er ist ehrlich Lustig. und immer hilfsbereit. Das sind gute Eigenschaften. Ja, ich kann mich immer auf ihn verlassen.
Und was machst du am liebsten mit deinen Freunden? Natürlich. Wir trinken Kaffee. Kochen zusammen. Sehen Filme. Oder unternehmen kleine Ausflüge. Das klingt nach einer tollen Freundschaft. Ja. Freunde machen das Leben schöner. Das finde ich auch. Gute Freunde sind wie eine zweite Familie. Genau. Sie unterstützen uns in guten und in schwierigen Zeiten. Sarah, deine Familie klingt wirklich wunderbar. Vielen Dank, Thomas. Ich verbringe sehr gern Zeit mit meiner Familie. Trefft ihr euch jeden Tag? Natürlich. Ja, fast jeden Abend. Wir essen meistens gemeinsam zu Abend. Das macht meine Familie auch. Beim Abendessen erzählen wir immer von unserem Tag. Wer spricht am meisten in deiner Familie? Mein Vater. Er erzählt immer lustige Geschichten. Das klingt sehr unterhaltsam. Ja. Mit ihm wird es nie langweilig. Und deine Mutter? Meine Mutter hört immer aufmerksam zu. Natürlich, sie gibt oft gute Ratschläge. Mütter wissen fast immer, was richtig ist. Da hast du recht. Wie oft besuchst du deine Großeltern? Leider nicht so oft. Natürlich, aber ich telefoniere jede Woche mit ihnen. Darüber freuen sie sich bestimmt. Ja, sehr. Und wie ist das bei dir? Natürlich, ich besuche meine Großeltern ungefähr einmal im Monat. Sie kochen immer mein Lieblingsessen. Das ist doch der beste Grund für einen Besuch. Ja, das stimmt. Hast du einen Lieblingsort mit deiner Kanvien? Ja. Wir fahren gern an einen kleinen See. Was macht ihr dort? Wir machen ein Picknick. Gehen spazieren und genießen die Natur. Das klingt sehr entspannend. Ja, dort vergessen wir den Alltagsstress. Und was ist mit deinen Freunden? Meine Freunde sind für mich wie eine zweite Familie. Das ist ein schönes Gefühl. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wie habt ihr euch kennengelernt? Einige kenne ich aus der Schule. Andere habe ich an der Universität kennengelernt. Habt ihr noch Kontakt? Ja? Auch wenn wir weit voneinander entfernt wohnen. Das zeigt, dass eure Freundschaft stark ist. Genau. Wahre Freunde bleiben immer in Kontakt. Was macht einen guten Freund aus? Ein guter Freund hört zu. Er ist ehrlich. Er hilft, wenn man Probleme hat. Das finde ich auch. Vertrauen ist sehr richtig. Ja. Ohne Vertrauen gibt es keine echte Freundschaft. Ich bin froh, eine tolle Familie und gute Freunde zu haben. Ich auch. Sie machen mein Leben glücklicher. Familie und Freunde geben uns Kraft. Und sie sind immer da, wenn wir sie brauchen. Sarah, heute haben wir viele wichtige Wörter über Familie und Freunde gelernt. Ja. Und genau diese Ausdrücke hört man jeden Tag im echten Leben. Jetzt wiederholen wir gemeinsam die wichtigsten Sätze. Hört zuerst aufmerksam zu. Dann sprecht laut nach. Das ist meine Familie. Das ist meine Familie. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Ich habe eine Schwester. Ich habe eine Schwester. Meine Eltern wohnen in Deutschland. Meine Eltern wohnen in Deutschland.
Mein Vater arbeitet als Ingenieur. Mein Vater arbeitet als Ingenieur. Meine Mutter ist Lehrerin. Meine Mutter ist Lehrerin. Sehr gut. Jetzt sprechen wir über Geschwister. Mein Bruder ist älter als ich. Mein Bruder ist älter als ich. Meine Schwester geht noch zur Schule. Meine Schwester geht noch zur Schule. Wir verstehen uns sehr gut. Wir verstehen uns sehr gut. Wir verbringen viel Zeit zusammen. Wir verbringen viel Zeit zusammen. Perfekt. Jetzt sprechen wir über Freunde. Ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde. Mein bester Freund ist sehr hilfsbereit. Mein bester Freund ist sehr hilfsbereit. Wir treffen uns am Wochenende. Wir treffen uns am Wochenende. Wir trinken zusammen Kaffee. Wir trinken zusammen Kaffee. Wir gehen gern spazieren. Wir gehen gern spazieren. Freunde sind wichtig. Freunde sind wichtig. Wunderbar. Habt ihr bemerkt? Mit diesen einfachen Sätzen könnt ihr schon viel über eure Familie erzählen. Und ihr könnt ganz natürlich über eure Freunde sprechen. Das macht Gespräche persönlicher. Und hilft euch, neue Menschen besser kennenzulernen. Im nächsten Teil führen wir ein längeres Gespräch, In dem Familie, Freunde und gemeinsame Erlebnisse ganz natürlich zusammenkommen. Hallo Sarah. Hallo Thomas. Schön, dich wiederzusehen. Mich auch. Wie geht es deiner Familie? Allen geht es gut, danke. Das freut mich sehr. Und wie geht es deiner Familie? Auch sehr gut. Meine Eltern kommen mich dieses Wochenende besuchen. Wirklich? Das ist eine schöne Nachricht. Ja. Ich freue mich schon sehr darauf. Was habt ihr geplant? Natürlich, wir möchten zusammen frühstücken. Danach gehen wir in die Stadt. Macht ihr auch Fotos? Natürlich. Meine Mutter macht immer viele Fotos. Das macht meine Mutter auch. Mütter lieben Erinnerungen. Das stimmt. Und dein Bruder? Natürlich. Er kommt auch mit. Er bringt sogar seinen Hund mit. Wie heißt der Hund? Er heißt Max. Ist Max verspielt? Oh ja. Er spielt den ganzen Tag. Das klingt lustig. Ja. Mit Max wird es nie langweilig. Triffst du dich auch oft mit deinen Freunden? Ja. Ja. Mindestens einmal in der Woche. Was macht ihr zusammen? Manchmal gehen wir ins Kino. Manchmal trinken wir Kaffee. Natürlich. Oder wir kochen gemeinsam. Wer kocht am besten? Ganz ehrlich? Nicht ich. Das kenne ich. Ich lerne auch noch. Kannst du gut kochen? Ein paar einfache Gerichte. Zum Beispiel? Pasta. Salat. Und Pizza. Das klingt doch gut. Meine Freunde sagen das auch. Vielleicht kocht ihr manchmal zusammen. Ja. Das macht immer Spaß.
Was bedeutet Freundschaft für dich? Freundschaft bedeutet Vertrauen. Freundschaft bedeutet Ehrlichkeit. Und füreinander da zu sein. Das sehe ich genauso. Gute Freunde hören zu. Sie helfen uns. Und sie freuen sich über unsere Erfolge. Genau wie einer Familie. Ja. Familie und Freunde machen das Leben schöner. Da stimme ich dir vollkommen zu. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt Tag 5 erfolgreich abgeschlossen. Heute habt ihr gelernt, über eure Familie und eure Freunde zu sprechen. Jetzt könnt ihr euch viel natürlicher auf Deutsch unterhalten. Ihr könnt eure Eltern vorstellen, Über eure Geschwister sprechen. Eure Freunde beschreiben. Und über gemeinsame Hobbys erzählen. Das sind Themen, die in fast jedem Gespräch vorkommen. Denkt immer daran. Man muss keine schwierigen Sätze kennen, um ein gutes Gespräch zu führen. Kurze, Claire und natürliche Sätze sind oft viel besser. Zum Abschluss machen wir noch eine letzte Shadowing-Runde. Ich habe eine kleine Familie. Ich habe eine kleine Familie. meine Eltern sind sehr freundlich. Meine Eltern sind sehr freundlich. Ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Wir verbringen gern Zeit zusammen. Wir verbringen gern Zeit zusammen. Meine Freunde sind sehr hilfsbereit. Meine Freunde sind sehr hilfsbereit. Wir treffen uns jedes Wochenende. Wir treffen uns jedes Wochenende. Wir trinken zusammen Kaffee. Wir trinken zusammen Kaffee. Freundschaft ist sehr wichtig. Freundschaft ist sehr wichtig. Perfekt. Jetzt kommt eure heutige Challenge. Schreibt einen kleinen Text über eure Familie oder einen guten Freund. Zum Beispiel: Wie viele Personen gibt es in eurer Familie? Wie heißen eure Eltern oder Geschwister? Was macht ihr gern zusammen? Oder beschreibt euren besten Freund mit ein paar Sätzen. Schon 4 oder 5 einfache Sätze reichen völlig aus. Habt keine Angst vor Fehlern. Jeder Kommentar hilft euch dabei, flüssiger Deutsch zu sprechen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like mal. Abonniert Deutsch mit Cherky, damit ihr keinen Tag unserer 30-Tage-Shadowing-Challenge verpasst. Vielen Dank, dass ihr heute mit uns gelernt habt. Wir freuen uns darauf, euch morgen bei Tag 6 wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Deutschlernen und bis bald!